vor das zweite Zelt gerade mal stellen. Das bin ich, Selina. Ich bin voll berufstätig und habe eine kleine Familie. Für ein Ehrenamt bleibt da wenig Zeit. Diese Menschen hier retten Lebensmittel und kochen daraus gesundes, kostenloses Essen für Bedürftige. In ihrer Freizeit. Die Tassen kommen Da auf dem Boden? Ich glaube nicht, oder? Jetzt glaube ich nicht mehr. Auf dem Boden? Auf dem Boden. Kiste. Oh. Wenn du nur in dieser Jura-Bubble bist, kommst du überhaupt nicht auf die Idee, dass es irgendwie so Obdachlosigkeit, Probleme, wie auch immer gibt, weil wir alle aus einer mehr oder weniger privilegierten Welt kommen. Ich will wissen, was treibt die Leute hier an, etwas für andere zu tun. Und was gibt es ihnen, sich für die Menschen einzusetzen, die Hilfe brauchen? Ich bin in der solidarischen ADA-Kantine in Frankfurt, um das herauszufinden. Ja cool, dann frage ich nach wegen Nachschlag und dann können wir auch eigentlich dem Empfang Bescheid geben, dass wir aufmachen können. Mein erster Tag. Ich weiß nur, dass wir heute Essen für rund 150 Menschen kochen werden. Und ich fühle mich eigentlich gut gewappnet, denn ich koche gerne. Hallo. Hallo Selina. Hallo. Hi. Du bist Janosch, ne? Ich bin Janosch. Hallo. grüß Herzlich dich. willkommen in der Hi. ADA-Kantine. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke. Du hast ja schon was für mich vorbereitet, sehe ich. Genau, du gehst heute bei uns in die Küche. Das Genau. bedeutet, du brauchst einmal ein paar Küchenschuhe zur Sicherheit und aus Ja. Hygienegründen und eine Schürze. Komm rein. Ja, gut, danke schön. Wir kochen in der ehemaligen Akademie der Arbeit, kurz ADA, auf dem alten Unicampus. In der Küche gilt 2G, zusätzlich sind wir alle getestet und tragen Masken. Seid ihr alle gesund? Ja. Hände gewaschen, Schmuck abgelegt, Kleidung, Schürzen, alles ist sauber? Ja. Super. Und jetzt haben wir ja normalerweise dann 3 Gerichte an einem Tag. Jetzt müssen wir mal den Johannes fragen, was er... Ist das der Küchenchef heute? Johannes hat auf jeden Fall heute so ein bisschen die Koordinationsaufgabe zusammen mit der Sarah. Ich lerne, Chefs gibt's hier nicht. Man versteht sich als Kollektiv. Menü besprochen. Ja, also wenn wir uns angucken, was wir haben, was wollen wir denn dann heute kochen? Ja, leckere Gemüsesuppe wie immer, ne? Ja, machen Das wir passt immer, da kann man gut alles reinmachen. Dann machen wir Apfelkuchen als Nachtisch. Also Apfelkuchen gibt's, Gemüsesuppe und? Ofenkartoffeln mit einer Gemüsesoße. Oh, klingt lecker. Du hast gehört, es gibt Apfelkuchen heute Mittag. Das bedeutet, wir brauchen richtig viele Äpfel. Haben so etwa 150 Portionen für 150 Personen, die wir kochen müssen. Das heißt, das wird eine ganze Menge. Und, Gott, ich bin so schlecht im Backen und dann auch noch gleich für 150. Aber gut, das ist ja dann eine Herausforderung. genau, dann fangen wir an und dann kannst du gleich noch beim Gemüse dann helfen und dann bist du eher wieder dann Okay, dann Kochecke. gehe ich mal Richtung Äpfel. Genau. Alles klar, danke. Hallo. Hier wartet Sarah auf mich. In der ADA-Kantine duzt sich übrigens jeder. Gleichberechtigung ist allen wichtig. Die Äpfel, mit denen wir jetzt arbeiten, sind gespendet. Und einige sehen schon ganz schön mitgenommen aus. Jetzt habe ich hier schon einen Apfel, der wahrscheinlich bei vielen Leuten zu Hause so gar nicht mehr verwendet werden würde. Der ist braun, gedetscht. Benutzt ihr das trotzdem? Also alles, was hier gerade verwendet wird, wäre eigentlich im Mülleimer gelandet. Und dementsprechend verwenden wir dann auch solche Lebensmittel und dann schneiden wir einfach weg und benutzen das. Wird halt leider in unserer Gesellschaft weggeschmissen. Das stimmt, das waren echt viele. Und ich leider auch viel zu oft. Aber es kostet mich auch echt Überwindung, diesen Apfel hier nicht wegzuwerfen. Zu Hause hätte ich ihn nicht mit Appetit gegessen, da bin ich ganz ehrlich. Aber hier wollen alle so nachhaltig wie möglich mit Lebensmitteln umgehen. Passt. Gut, dann noch eine Kelle. Janosch heißt eigentlich Jan Hoffmann. Er ist 33 und bei der Berufsfeuerwehr. Zusätzlich war er lange freiwilliger Feuerwehrmann. Ich habe letztes Jahr im Winter angefangen, so im November. War damals auf der Suche nach einem neuen Ehrenamt und bin dann relativ schnell im Internet auf die ADA-Kantine aufmerksam geworden. Wieso nach einem neuen Ehrenamt? Ich habe ein altes Ehrenamt aufgegeben, was ich viele Jahre gemacht habe und wollte dann einfach mal wieder was anderes erleben, was Neues machen. Und die Thematik mit der Hilfe für Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite stehen, die war mir auf jeden Fall auch schon immer irgendwie so eine Herzensangelegenheit. Gar nicht jetzt aus irgendwelchen Samaritergründen, sondern einfach, weil es mir immer leid tut, wenn man irgendwie an Menschen vorbeigeht und sich denkt, die haben jetzt irgendwie nichts Warmes zu essen und auf der anderen Seite schmeißen wir Lebensmittel weg. Er mache das nicht aus Samaritergründen. Das sagt ein Feuerwehrmann, der am Wochenende für Bedürftige kocht.
Und während Janosch sich ein neues Ehrenamt suchte, habe ich bisher noch gar keins. Das fühlt sich gerade nicht gut an. Janosch ist Vegetarier wie die meisten hier, aus politischer Überzeugung. Deshalb gibt es in der Ada-Kantine auch nur veganes oder vegetarisches Essen. Also wir müssen jetzt noch ein paar Möhren für die Suppe vorbereiten. Und die müssen wir auf jeden Fall vorher sortieren. Das sind auch nicht mehr alle so 100%ig und müssen wir vorher waschen, weil wir die Schalen dann auch nutzen, um eine Brühe anzusetzen. Hier wird echt so gut wie nichts weggeschmissen. Also wenn ich mir die Möhren jetzt hier angucke, da sind jetzt auch einige dabei, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die jetzt verwenden soll. Die hier zum Beispiel. Was mache ich mit der? Also die würden wir auf jeden Fall aussortieren, einfach weil die schon ein bisschen Schimmel angesetzt hat und dann können wir die Sachen nicht mehr guten Gewissens verwenden. Und ansonsten müssen wir halt jede einzelne in die Hand nehmen. Ja? Wenn die Schale schon so dunkel ist, dann werden wir die auch nicht mehr in die Brühe schmeißen. Ja, dann kommt die dann einfach in den Kompost. Aber unten drunter sieht die mit Sicherheit noch absolut gut aus. Dann wasche ich jetzt Möhren. Genau. Hab ich auch noch nicht gemacht. So, alle hier reinkippen? Kannst du da reinkippen, genau. So. Genau. Johannes? Ja. In welcher Größe brauchst du die Möhren? Sind die nur für die Suppe oder auch für die nur für die Suppe, also halbiert und in Scheibchen geschnitten? Ja. Passt. Okay. Hier ist jetzt der vorbereitete Teig schon. Zurück zum Kuchen. Hier ist alles Handarbeit. Und das ist gerade ganz schön anstrengend. In meinem ganzen Leben noch nicht für 150 Leute Apfelkuchen gebacken. Ich habe noch nicht mehr für 2 Leute Apfelkuchen gebacken. Aber gut. Also ich glaube noch nicht dran, dass das hier reicht, aber wir schauen mal. Am Ende passt es doch irgendwie. 4-mal die Woche von Freitag bis Montag kochen sie hier 3-Gänge-Menüs. In der Corona-Zeit sind viele Studenten zu dem Projekt dazugestoßen. Ohne Veranstaltungen an der Uni braucht man eben andere Kontakte. Auch Sarah kam dazu, weil sie in einer neuen Stadt Anschluss suchte. Ja, perfekt. Das sind immer unterschiedliche Leute hier in der Küche. Jeder bringt seine Erfahrungen ein. Jeder kommt mit seinen Rezepten, jeder kommt mit seinen Ideen. Und das ist das Schöne, dass man damit dann halt immer so zusammenkommt und was zusammen schafft. Boah, das riecht super lecker. Was ist das? So Tofu, ne? Das ist so Hähnchen, veganes Hähnchen. Auch für mich fühlt es sich mittlerweile an, als würde ich in einer WG kochen. So wie in den alten Studentenzeiten. Nur eben für sehr viel mehr Menschen. Ja, genau. Da nehme ich immer sonst immer nur so einen Esslöffel von, wenn überhaupt, für meine Gerichte. Aber dann kann einen ganzen Pott. Nee. Ich würde auf jeden Fall noch Salz dran machen. Oder nachher das verbessert, wenn das an dieser Findest du gut? Nach 4 Stunden in der Küche ist das Essen fertig. Und die Gäste warten schon. Oh, mal durchatmen. Geschafft. Oh, was ist das jetzt so für dich für ein Gefühl, wenn du siehst, nach getaner Arbeit, das Essen wird ausgeteilt, Leuten schmeckt's? Macht das was mit dir? Ja, definitiv. Also jetzt fällt natürlich erstmal so ein bisschen die Anspannung ab, ne, dass wir es geschafft haben, bis 13 Uhr unser Essen fertig zu machen. Und ja, wenn es den Leuten schmeckt, dann wird es natürlich doppelt so schön, ne? Keine Frage. Mit vielen Gästen wäre ich in meinem Alltag gar nicht in Kontakt gekommen. Wäre vielleicht sogar einfach an ihnen vorbeigegangen. Für Janosch ist die Ada-Kantine auch deshalb so wertvoll. Ich hätte dann gewisse Berührungsängste, auch solche Leute einfach auf der Straße anzusprechen. Klar, man gibt mal einen Euro oder sowas, aber so richtig ins Gespräch kommen ist ja oft schwierig. Und hier ist ja quasi der Raum schon geschaffen, in dem man dann mit den Leuten in Berührung kommt. Und das ist ganz normal, dann mit den Leuten zu sprechen und einfach in Austausch zu kommen. Ja. Genau das habe ich mir für morgen vorgenommen. Deshalb will ich bei der Essensausgabe mithelfen. Wie wird es sein, mit den Gästen in Kontakt zu kommen? Am Ende des ersten Tages bin ich nachdenklich. Ich wollte mich auch immer ehrenamtlich engagieren. Warum habe ich das bisher nicht gemacht? Irgendwie habe ich nie Zeit gefunden. Termine, Hektik, Alltag eben. Es ist doch jetzt schon schwer genug, Familie und Job unter einen Hut zu kriegen. Ich bewundere Janosch und die anderen in der Ada-Kantine. Sollte ich nicht auch mehr machen? Unter das Zelt neben die Tische. Aber anders. Heute arbeite ich mit Katha im Service. Die Gäste sollen es schön haben und sich fühlen wie in einem Restaurant. Das ist das Konzept.
Schon die Art und Weise, wie das Besteck vorbereitet ist, zeigt mir, mit wie viel Würde hier jeder Gast behandelt wird. An allen Tischen sind jetzt 2 Bestecke. Perfekt. Die hier lassen wir dann für die zweite Runde. Ja, genau, die kommen hier wieder rein. Soll ich die einfach daneben stellen? Genau, einfach. Dies passt. Katharina Stofft ist 22 Jahre alt. Die Ada-Kantine ist für sie Gegenprogramm zum Jurastudium. Ich finde es halt auch super toll hier, weil das Umfeld ein komplett anderes ist, was ich in der Uni habe. Weil dadurch gewinnt man einen komplett anderen Blick auch irgendwie nochmal auf die Welt. Das hört sich immer so dramatisch an, aber sonst ist man so in seiner kleinen Bubble und sieht sonst nichts oder erfährt sonst nichts. Und gerade weil ich halt auch wusste, dass das mit Bedürftigkeit und Hunger in Frankfurt ja auch schon ein krasses Thema ist. Hier sollen alle gesellschaftlichen Schichten zusammentreffen. Manche Gäste sind obdachlos, andere krank. Viele haben eine kleine Rente oder bekommen Grundsicherung. Aber auch Studenten und Menschen aus der Nachbarschaft sind willkommen. Alle sollen miteinander essen und ins Gespräch kommen. Das ist die Idee hinter der solidarischen Küche. Guten Tag. Einmal vorgehen. Der nächste, die nächsten 3. Wir haben ja dann doch noch Platz. Ne? Einmal rein damit. Super. Geil. Sieht gut aus. Wo habe ich jetzt die Kelle hin? Hier. Sag mal, wie oft machst du das eigentlich, dass du hier mithilfst? Also wenn ich in Frankfurt bin, eigentlich jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Ja. Samstag und Sonntag? Samstag und Sonntag? Ja. Wir haben noch Topping, Ja, cool. Petersilie und Schnittlauch. Für Suppe oder für Curry? Ich finde das total bewundernswert, weil man ja am Wochenende dann halt auch einfach gerne mal zu Hause chillt. Ich muss sagen, dass dadurch, dass die ganzen Leute, also sowohl die Gäste, die hier sind, als auch die Helferinnen und Helfer einfach ja, wie Freunde geworden sind. Also es ist gar nicht mehr so eine Arbeit, sondern vielmehr ein Zusammenkommen mit Freunden, wo man gut kocht und isst Und dabei noch was Gutes tut. genau, dabei noch was Gutes tut. So viel Zeit könnte ich gerade gar nicht investieren. Ich habe ein kleines Kind und mir wird bewusst, dass ich hier viele Menschen kennengelernt habe, die noch keine Kinder haben. Oder welche, die schon älter sind. Ja, hallo. Hi. Und bedeutet dir das denn auch viel, hier im Service mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die das auch in Anspruch nehmen? Oder hast du das Gefühl, du kommst gar nicht so viel in Kontakt, weil du hier so hinter deinen Töpfen stehst? Nee, ich mache die Essensausgabe tatsächlich relativ selten eher, sondern ich laufe rum und mache den Service. Und da hat man halt unendlich viel Kontakt zu den Gästen. Also es ist halt mehr, als dass die Leute herkommen, ich ihnen Essen gebe, sie wieder gehen, sondern die Interaktion, die man hat, ist also mir auch schon wichtig. Okay. Das will ich jetzt auch erleben. Bisher wurde ich in Restaurants immer bedient, jetzt wechsle ich die Seiten. Und ich fühle mich anfangs etwas unbeholfen. Tut mir leid, ich habe keinen Nachschlag mehr. Oh, schade. Sorry. Aber hier, das nehme ich mit. Aber erst will ich... Bratapfel kannst du mir dann vielleicht noch mitbringen. Das mache ich. Schmeckt das denn, was es da gibt? Sehr gut gewürzt heute. Kürbissuppe mit Brot, was ich überhaupt nicht mag, weil es zu alt ist heute. Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht und finde es im ersten Moment auch richtig undankbar. Aber dann wird mir klar, ich bin gerade diejenige, die zu hohe Ansprüche stellt. Warum sollte den Gästen auch immer alles schmecken, nur weil es kostenlos ist? Das ist aber die Ausnahme. Die meisten schätzen das Essen hier sehr, vor allem weil es vegetarisch ist. So wie Inge. Sie ist arbeitsunfähig und verwitwet, erzählt sie mir. Sie pflegte ihren Mann bis zu seinem Tod und das, obwohl er gewalttätig war. Ich habe ab und zu mal ein blaues Auge gehabt, auf dem Arm gekriegt. Der hat sich erst gewandelt, als der Alkohol aufgehört hat, als er im Koma war, 3 Monate.
Aber da war er dann sehr unruhig. Also ich muss schon sagen, da haben Sie einiges mitgemacht, Inge. Und wenn ich das Leben heute so reflektiere, sage ich, das kann es doch nicht gewesen sein. Wo sind die letzten 20 Jahre? Inge kommt mit viel Gepäck. Sie sammelt Pfandflaschen. Weil es langt doch hinten und vorne nicht, wenn man es mal so sieht. Da haben Hartz-IV-Empfänger mehr als ich. Was haben Sie denn? Knapp 800 €. Davon zahle ich Miete, GEZ, die teure Monatskarte. Für gutes Essen bleibt da wenig übrig. Inges Schicksal geht mir lange nach. Viele ältere Frauen kommen hierher essen. Die meisten haben ihr Leben lang gearbeitet und einige auch studiert. Und doch reicht es im Alter nicht, um über die Runden zu kommen. So, und Ihnen Vielen herzlichen Dank. habe ich einen Tee gebracht. Könnte ich, falls kein Zucker nicht Ist Zucker schon drin. Ja, Okay. darf ich mich kurz mit bei Ihnen dazusetzen? Selbstverständlich, selbstverständlich. Dorothea sieht in ihrem Pelzmantel ganz schick aus. Aber reich ist sie nicht. Ich habe auch nicht so viel Geld, Rente. Und meine Miete, ich bin alleine. Ich war zweimal verheiratet, habe mich scheiden lassen, weil Gründe da waren. Das Ich habe heißt, Sie sonst haben- immer ganze Tage geschafft und später musste ich halbe, weil die genug Ganztagskräfte hatten, wo ich arbeiten wollte bei Saturn. Das ne? heißt, Sie sind Ihr Leben lang am Arbeiten gewesen Arbeiten schon, ja, immer schon. Ja. und sind jetzt in Rente Ja, und haben so ist es schon ein paar trotzdem Jahre irgendwie jetzt. Probleme mit dem Geld über die Runden zu kommen. Ja, ja. Und ich sammle auch Flaschen, da schäme ich mich nicht. Mir schenken manche, wenn sie mich sehen. Ich ziehe mich jetzt nicht jetzt vielleicht den Pelz an. Ne? Ich sammle nicht jeden Tag wie die liebe Inge. Das kann sie ja machen. Ne? Die hat Kinder und Enkelkinder noch und so weiter und so fort. Ist ja okay. Schämen muss man sich ja überhaupt nicht. Aber, würde ich sagen. aber ja. sind Sie nicht manchmal traurig darüber, dass Sie so viel gearbeitet haben und dann am Ende Ja, da es war doch ich nicht schon reicht? etwas traurig. Das können Sie mir glauben. Starke Frauen weinen heimlich, sage ich immer zu mir selber. Ich zeige das nicht nach außen. Ich mache mal einen Witz, trotz der scheiß Corona-Zeit. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Bin noch lustig, habe den Humor trotz alledem noch behalten. Der könnte ja auch im Keller sein. Ne? Meine Schicht geht zu Ende. Die Geschichten der Menschen hier haben mich sehr berührt. Und ich bin froh, dass ich ihnen heute so nahe kommen durfte. Heute ist Lebensmittelbeschaffung. Wir treffen uns abends am Konstabler Markt. Es kommen wieder neue Helfer. Unglaublich, wie viele Leute hier mit anpacken. Nach Feierabend. Janosch ist auch wieder dabei. Machst du? Okay, cool, alles klar. Dann ziehen wir los, ne? Jetzt geht es darum, dass wir bei den Märkten holen, was übrig geblieben ist und das danach zu den Lastenrädern tragen und dann in die Ader fahren. Okay, Das ist der Plan für heute Abend. kriegen wir hin. Alles klar. Sage ich jetzt so einfach. Aber was ist, wenn wir nicht genug zusammenkriegen? Schließlich sollen am Wochenende hunderte Menschen satt werden. Wir gehen zum Apfelbauern, Genau, zum damit es noch Bauernstrand. mehr Apfelkuchen gibt. Damit es noch mehr Apfelkuchen gibt. Ja, mal schauen, was er heute noch für uns hat. Wir waren ja schon auf seinen Wiesen auch und haben da dieses Jahr eine Ernteaktion gemacht. So ein bisschen die übrig gebliebenen kleinen Äpfel, die haben wir für die Ader geholt. Und ja, mal schauen, was er heute Abend für uns hat. Eigentlich ist der uns immer sehr positiv zugewandt. Super. Ja. Da ist leider nicht so viel. Und macht was Schönes draus. Dankeschön. Ciao. So, das schauen wir heute. Grüß dich, schön dich wiederzusehen. Hallo. Was habt ihr denn schon ein paar Äpfel? Schon ein paar Äpfel bekommen, ein paar Birnen. Kartoffeln müsst ihr ja auch mitnehmen, ne? So, ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Wenn du auch ändern, so 2 Hände und mach mal rein, ne? Würden Sie die jetzt sonst nicht mehr verkaufen heute? Heute mit Sicherheit nicht. Nee. Aber morgen gingen die doch bestimmt auch noch weg, oder? Samstag vielleicht. Oder schenken Sie die jetzt einfach? Die schenke mal einfach. Ach, perfekt, super, Okay. vielen Dank. Das Ja, nehmen wir gerne danke mit, euch. oder? Danke. Tschüss. Mit so viel Großzügigkeit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. So, und jetzt? Am Fleischstand gehen wir ja vorbei. Dafür geht's zum nächsten Obst- und Gemüsestand. Wir sind hier von der Ader. Ach, hallo, das Wollten was aufholen. trifft sich ja wie gerufen. Haben Sie sich Hab gerade was vorbereitet. Wow, das ist echt eine ganz schöne Menge. heute haben Sie viel. Heute habt ihr was vor. Manche spenden lieber.
als ihre Ware zu Dumpingpreisen abzugeben. Also ich sag mal so, wir verkaufen, gute Ware, gutes Geld. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann muss man sich irgendwie von was trennen. Und bevor ich mir einen Kundenstamm hochziehe, der, ich sag mal, wo der Aldi noch vielleicht zu teuer wäre, nein. Einen Transporter für die Ware gibt es nicht. Die Ehrenamtlichen haben selbst nur Rucksäcke und geliehene Lastenräder dabei. Also wir haben jetzt auf jeden Fall super viel Pflücksalat, der wird auf der Tagesordnung ganz oben stehen, weil der sich nicht so lange hält. Und alles andere müssen wir gleich erstmal sortieren und dann kommen die Ideen. Dann fahren wir mal zur Ader, oder? Ja, fahren wir zur Ader. Hallo. You are the first competitor. Ja, ich habe auch noch nie Pflücksalat aus einem Rucksack geschüttet, aber gut. Man lernt ja nie aus. Das ist auch meine Trinkhilfe. Die Ader-Kantine ist auf Spenden angewiesen. Wenn eine Zutat knapp wird, dann muss zugekauft werden. Heute aber sind genug Lebensmittel zusammengekommen. Während wir auf dem Markt waren, wurden auch Spenden aus Betrieben und privaten Haushalten gebracht. Letztlich geht es bei der Ader ja um viel mehr, um den Solidaritätsgedanken. Es geht darum, irgendwie die Stadtgesellschaft auch ein bisschen neu zu denken, weg von den Einzelinteressen mehr zu den Kollektivinteressen. Also man macht gemeinsam was wieder fürs Kollektiv. Also es geht immer alles nur zusammen. Und so hat das halt auch mit der Vernetzung zu tun. Ja? Also auch das ist ja letztlich wieder eine Gemeinschaftsarbeit, dass wir mit Foodsharing zusammenarbeiten. Letztlich eint alle dieser Gedanke, dass man gemeinsam super viel bewegen kann. Mir wird immer mehr bewusst, die Ader-Kantine ist viel mehr als nur Kochen und Lebensmittel retten. Dahinter steckt eine politische Vision. Mehr Gemeinschaft, weniger Egoismus. Das wird auch im wöchentlichen Plenum deutlich. Hier wird gemeinsam gegessen, gequatscht und diskutiert. Wenn ich richtig informiert bin, hast du heute Geburtstag. Ja, ja, und wirst heute, wie alt? 67, stimmt das? Ja, ja. 67, ja. Alles gut. Ja, ich sag mal danke. Ich habe für heute eben nach dem Plenum hier da braunes Zeug, vegan Kakao habe ich da mit Lumumba und so. Könnt ihr dann hinterher. Gerhard Meyer, kurz Gerd. Den würde ich gerne näher kennenlernen. Das nehme ich mir vor. Ob Alt-68er, Jurist, Punker oder Student, hier versammeln sich die unterschiedlichsten Menschen, die politisch ähnlich ticken. Entscheidungen werden hier basisdemokratisch getroffen. Heute geht es um die Frage, wie die 2G-Corona-Regel kontrolliert werden soll. Also bevor wir jetzt also quasi euphorisch zur Tat schreiten und sagen, ja, wir beschließen jetzt, wir kontrollieren uns alle hier andauernd. Lächerlich, ja. Das sollten wir noch mal kurz überlegen, ob wir das auch wirklich machen würden. Ich hatte noch mal eine Idee. Wir hatten ja immer schon mal gesagt, dass wir Namensschilder haben wollten. Und vielleicht könnte man das jetzt sozusagen verbinden, dass wir irgendeinen Sticker, ein grüner, roter Punkt, was auch immer, sozusagen nehmen und dann für alle, die einmal zumindest was 2G angeht, irgendwie kontrolliert wurden, einfach einen Punkt darauf machen. Dann weiß man, okay, die Person wurde schon einmal kontrolliert. Ich möchte zu bedenken geben, dass Impfgegner gerne mit dem Stern am Arm rumrennen und wir uns der Gefahr aussetzen, dass wir da irgendeinen Shitstorm produzieren, wenn wir uns da jetzt irgendwie als Geimpfte markieren. Auch wenn es so nicht gemeint ist, wenn es gut gemeint ist und so, aber es ist relativ nah an so einer Symbolik dran. Es dauert lange, bis hier jeder zu Wort gekommen ist. Eine Dreiviertelstunde jetzt schon. Ich werde bei langen Diskussionen schnell ungeduldig. Das ist nicht so meins. Am Ende einigen sie sich auf die Regelung, alle sollen hier geimpft oder getestet sein, drinnen und draußen. Und wie immer entscheidet die Mehrheit. Demokratie braucht eben ihre Zeit, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Heute treffe ich Gerd aus dem Plenum beim Restesuppe kochen. Also wenn ich morgens anfange zu kochen, gehe ich erstmal gucken im Kühlhaus und unten im Trockenhaus, dass ich eben Trockenlager, dass ich alles zusammen habe. Okay. Das heißt, wir holen jetzt Die Kartoffeln. Gerds Art ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gut. Das reicht jetzt für 100 Portionen? Weiß ich noch nicht. Okay.
Musst du Da fehlen noch ein paar Kartoffeln. Müssen wir dann Aber das waren welche, die übrig sind. Und wenn ich koche, gucke ich eben halt immer, dass die Sachen, die übrig sind, dass die erstmal wegkommen. Ist das so deine Aufgabe heute, zu gucken, dass so die Reste verwertet werden in dem Suppentag? Da sollten wir eigentlich alle immer drauf gucken. Aber das ist hauptsächlich meine Aufgabe. So verstehe ich meine Suppe, meine Suppenküche. Super, dann fange ich hiermit mal an. Nämlich mit Gerds erstem Arbeitsauftrag. Ja? Ja. Fertig? Fertig schon? Fertig. 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 Die Kartoffeln? Ja. In kleine Würfel? Nee, nur gewaschen habe ich die. So schnell bin ich jetzt auch wieder. Schön mit Wasser und Seife und Shampoo. Ja, geföhnt, alles. Nein, die müssen jetzt in kleine Würfel geschnitten werden. Ich nehme es mit Humor. Gerd ist hier in der Gruppe eben ein Urgestein und kämpft für die Sache. Das ist ja nicht nur, damit ich in den Himmel komme, sondern einfach, da habe ich eben halt eine soziale Arbeit, eine politische Arbeit, wo ich eben halt meine Leidenschaft benutzen kann, damit andere Leute eben halt satt sind, glücklich sind, sich freuen. Guckst du dir an draußen, unsere Gäste, die strahlenden Augen. Die können sonst nie in ein Restaurant gehen, ne? Die haben kein Geld dafür. Du hast doch da vorhin Kartoffeln geschnitten, ne? Genau, ja. Arbeitsfläche sauber machen. Am besten immer gleich, wenn man mit einem Arbeitsschritt fertig ist. Bitte. Ja, Gerd weiß, was er will, aber gut, recht hat er ja. Gerd kocht schon immer gerne große Portionen, auch mal für Demos oder Stadtteilfeste. Ich habe 2 Jungs eben halt bekocht, also alleine auch großgezogen. Und irgendwie, das war dann eben halt auch so kleine Mengen für 3 Personen. Nee, ich habe dann irgendwie immer so für 2 Tage gekocht und dann nochmal, der Rest wurde eingefroren zum Warmmachen. Kleine Mengen kann ich gar nicht mehr. Heute waren es 80 Portionen. Ohne Maske ist schon angenehmer. Und heute ist entspannter als die letzten Tage. Gerd kommt aus der Anti-AKW-Bewegung und war früher Drucker. Ich bin immer schon arm gewesen. Also wir waren 5 Kinder, der Vater Bergmann, krank und so weiter. Also ich kenne das eben halt, wenn wirklich eben halt Reste essen oder eben halt hier aus wenig viel gemacht wird. Das kenne ich mein Leben lang. Als Alleinerziehender hatte ich das eben halt auch. Immer nur Teilzeit gearbeitet, nie viel Geld. Lebensqualität ist was anderes als eben halt der Braten oder dies oder jenes. Danke. Gerds Suppenküche hat sich bei den Gästen rumgesprochen. Hallo. Vor allem Ältere lieben seine Eintöpfe. Das freut mich. Da geht mir das Grinsen übers Gesicht. Also die kommen auch an und sagen, boah, sehr lecker geworden. Und ich denke, das ist eben halt auch meine Generation und deswegen, die kennen diese gutbürgerliche Küche. Die anderen eben halt, die hier immer kochen, ne? Das ist richtig schön lecker, da gibt es dann das Curry oder dies oder jenes und viel durcheinander. Und das ist auch lecker, ne? Aber das ist nicht so diese, ich nenne sie mal gutbürgerliche Küche. Das passiert ja viel zu wenig. Und wenn ich das koche, merke ich eben halt, kommt noch mal ein extra Leuchten bei den Leuten. Und das tut dir gut? Mir tut das gut. Das kann ich verstehen. Wenn man so lange gekocht hat und das dann ist will man ja auch, dass es Bestätigung. schmeckt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon gut. Leute wie Gerd füllen solche Projekte mit Leben. Sie sind bereit, viel Energie und Zeit aufzubringen, um etwas für andere zu tun und bekommen auch viel zurück. Okay, was soll ich machen? Siff. Erstmal den Siff raus hier. Siff raus. Also die Spülmaschine irgendwie, die wird automatisch befüllt. Wir müssen aber Wie, die wird automatisch befüllt? Das Wasser regeneriert sich von selber. Okay, dann nehmen wir mal die. Irgendwie drauf. irgendwie drauf. Ja. Das nimmt ja dann schon richtig Platz. Das macht nichts. Meine Woche in der Ader-Kantine endet nun. Ich habe viel gelernt über Nachhaltigkeit, Würde und Solidarität. Manchmal musste ich über meinen eigenen Schatten springen. Oft war ich beeindruckt oder gerührt. Ob ich Teil eines solchen Kollektivs sein könnte, weiß ich nicht. Denn dafür braucht man viel Zeit. Viel mehr, als ich gerade anbieten kann. Für die Zukunft aber nehme ich mir vor, meinen Alltag neu zu strukturieren. Damit auch für soziales Engagement mehr Platz ist.
Ich finde das echt beeindruckend, mit wie viel Engagement die Ehrenamtlichen hier Bedürftige mit Essen versorgen. Aber es macht mich auch total betroffen, wie viele Menschen überhaupt darauf angewiesen sind, ein warmes Essen zu bekommen in einer Stadt, die so reich ist wie Frankfurt. Wie seht ihr das? Kommentiert gerne hier unten in der Spalte.